So, guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Live-Talk. Ich bin Selina. Ich mache beim Museum seit November Social Media und Online-Kommunikation. Das ist mein Kollege Britta. Zusammen haben wir uns das Konzept für diesen Live-Talk heute überlegt zum Internationalen Feministischen Kampftag, der heute ist, wie ihr sicherlich wisst. Und ich verschwinde jetzt wieder hinter die Kamera und Britta führt euch heute ein bisschen durch den Abend. Okay, also auch von mir hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle dabei seid. Gleich vorneweg, nicht, dass ihr euch wundert, warum wir hier so eng beieinander sind. Wir sind alle ganz frisch negativ getestet. Es werden auch sonst alle Hygienevorschriften eingehalten. Wir wünschen euch und uns natürlich viel Spaß. Ihr habt die Möglichkeit, über die Facebook-Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Oder ihr könnt uns auch Mails schicken, die werden auch dauerhaft abgerufen über die Mailadresse veranstaltungen@1910-museum.de. Ja, los geht's. Ich begrüße auch meine ganzen Gäste hier sehr herzlich und würde sagen, stellt euch doch mal kurz vor. Ja, moin. Also ich bin Nico. Es dauert jetzt nicht mehr lange, dann bin ich 24 Jahre Mitglied in der Frauen- und Mädchenabteilung Fußball des FC St. Pauli. Zusammen mit zwei weiteren, die sich hier auch gleich vorstellen werden, feiern wir heute nicht nur den Frauentag, sondern wir feiern auch den 7. Geburtstag des FC Lampedusa. Und eigentlich wollte ich mich verabschieden aus der aktiven Fußballszene und wollte eigentlich letztes Jahr in Rente gehen und mehr so in Richtung Trainingslaufbahn gehen. Und ja, leider hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen sitze ich ja heute und muss mich immer noch aufregen über das Wort Frauenfußball. Ja, hallo, ich bin Hager. Ich habe im zweiten Team, was überhaupt aus Frauen beim FC St. Pauli Fußball gespielt hat, mitgespielt. Wir haben 1989 angefangen, aus der Gegend gerade heraus den Wunsch zu hegen, beim FC St. Pauli Fußball zu spielen. Da werden wir ja heute ganz viel noch drüber reden, nachdem es in den 70ern schon mal ein Team gegeben hat. Aus lauter Beatmusikerinnen kamen dann lauter Punkerinnen aus der Gegend gerade und wollten auch ein Teil des FC St. Pauli sein. Und da es ja auch noch keine AFM gab, also kein Sprachrohr für aktive Fans, musste man also einer Sportabteilung ja sowieso zugehörig sein, um die Geschicke des gesamten Vereins mitgestalten zu können. Und das war auch ein wichtiger Aspekt, den wir Frauen uns da überlegt hatten, warum wir unbedingt Mitglied und Mitgliederin im FC St. Pauli werden wollen. Moin, ich bin Inga. Ich bin die stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilungen der Frauen- und Mädchen-Fußball spielen. Bin in meiner zweiten Amtszeit mittlerweile, also im 3. Jahr. Spiele selber noch aktiv Fußball, bin Kapitänin der zweiten Frauen und seit mittlerweile fast 12 Jahren in der Abteilung und auch im Verein. Bin dazugekommen, als die ersten Frauen sich anschickten, ihre Erfolgsstory zu schreiben und aufzusteigen und eben in die Sphären zu kommen, in denen man heute ist. Ja, hallo und guten Abend, ich bin Barbara. Ich gehöre zu den Frauen aus der Gegend gerade, die damals Fußball spielen wollten und eben auch ein Wörtchen mitreden wollten und habe deswegen mit einigen anderen Frauen die Abteilung Frauenfußball bei St. Pauli gegründet. Ich war dann allerdings relativ schnell abtrünnig, weil ich als Trainerin, Betreuerin, Jugendleiterin, Vorstandsmitglied und Ehrenrat bei Alta 93 aktiv war und bin jetzt aber wieder in den Schoß von St. Pauli zurückgekehrt und bin in der Coaching-Crew vom FC Lampedusa und trainiere da wieder mit sehr viel Spaß die jungen Leute, die hier bei uns Fußball spielen wollen. Super, danke schon mal. Nico hat es gerade schon erwähnt, großes Thema ist ja immer das Wort Frauenfußball. Genau deswegen haben wir heute auch
das als Titel genommen für unsere Veranstaltung, nämlich diesen provokativen Ausspruch, Frauenfußball gibt es nicht. Wie steht ihr zu dem Wort Frauenfußball, zu der Bezeichnung Frauenfußball? Seht ihr das kritisch oder ist euch das eigentlich egal? Ja, vielleicht mal Meinung erstmal von euch. Ich würde sagen, dann übergeben wir Nico das Wort. Ja, aber ich glaube, man kann mich morgens um 4 aus dem Bett werfen und ich kann richtig abhassen, was dieses Wort angeht. Muss sagen, dass ich das auch nicht von Anfang an getan habe. Wie gesagt, es werden jetzt bald 24 Jahre in dieser Abteilung. Und vor 24 Jahren, als wir bei Brigitte im Clubheim saßen und nach dem Training unser Apfelschörlchen getrunken haben, hätte ich niemals im Leben gedacht, dass ich heute wieder bei Fake Brigitte hier in dieser netten Location sitze und genau das in den Mund nehme, was der Verein damals getan hat und die Szene außenrum, zu sagen, Frauenfußball gibt es nicht. Es hat sich natürlich inhaltlich einiges getan. Und wenn wir das Wort Frauenfußball in den Mund nehmen, dann müsste man sich ja als erstes mal fragen, was für eine Sportart das denn bitte sein soll. Ich kenne diese Sportart nicht, weil ich spiele Fußball. Und ich glaube, die Aufregung in diesem Land, in unserer Gesellschaft wäre relativ groß, würde man Wörter in den Mund nehmen wie Frauenführerschein, Frauenstudium. Was soll das sein? Also die Frau geht genauso zur Uni und studiert Medizin, wie ein anderes Geschlecht zur Universität geht und Medizin studiert. Und genauso spielen wir Fußball. Zweimal 45 Minuten, ganz normal, was viele Schiris bis heute noch nicht verstanden haben. Und immer wieder fragen, wie lange spielen wir denn? Ja, das findet heute immer noch statt. Und wenn man jetzt sagen sollte, Frauenfußball oder sagen könnte, und viele tun das, also es gibt eben auch Stimmen, die sagen, ja, aber Frauenfußball ist doch der richtige Begriff, weil wir damit ja aufmerksam machen, dass auch Frauen gegen den Ball treten. Und ja, es war eine Zeit lang eine wichtige Krücke, genauso wie jetzt wahrscheinlich Quotierung in dieser Gesellschaft eine Krücke ist, um Interessen durchzusetzen. Und das Regelwerk hat sich eigentlich erst vor kurzem verändert. Also was ich zuletzt gelesen hatte, waren bis 1995 hatte Frauenfußball tatsächlich andere Regeln. Also da war die Spielzeit kürzer, was erst danach angeglichen wurde. Aber es ist einfach heute, macht es keinen Sinn mehr, dieses Wort noch im Mund zu nehmen, weil es eigentlich ein diskriminierender Begriff ist und damit signalisiert, dass es in irgendeiner Form anderer Fußball ist. Es gibt Kinderfußball, ja, das ist eine andere Sportart, definitiv, weil wir es dort mit anderen noch sich entwickelnden Körpern zu tun haben. Und es gibt sowas wie Blindenfußball, da können wir uns auch gerne drüber unterhalten. Aber wir reden ja auch nicht über Blindenfrauenfußball oder Blindenmännerfußball. Also ich würde da noch weitergehen. Ich finde auch nicht, dass das irgendwann mal irgendeine Krücke gewesen ist. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, mir ist auch vor 2 Wochen erst aufgefallen, dass es ein Wort ist, Frauenfußballabteilung. Ich dachte auch immer, das ist die Frauenpause, Fußball mit großem F Abteilung, weil es ja um Fußball geht, was Frauen da spielen. Dass das ein Wort ist und dass diese Sportart Frauenfußball heißen soll, das war mir gar nicht wirklich bewusst in den letzten 30 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Schach ist Schach, Fußball ist Fußball und Fahrradfahren ist Fahrradfahren. Es gibt weder schwulen Radfahren, noch Frauenfußball, noch keine Ahnung. Also ja, es gibt bestimmt Krebsfußball. Ob das dann nur Krebse machen, weiß ich nicht. Aber das finde ich alles totaler Quatsch. Also das ist meine persönliche Meinung. Das Geschlecht hat doch überhaupt keinen Effekt auf die Sportart. Also es gibt ja auch nicht Männerhochsprung. Es gibt auch keine andere Sportart, die so bezeichnet wird. Es gibt kein Frauenhandball, es gibt kein Frauen-Eishockey, es gibt Handball von Männern und von Frauen betrieben. Und ich erinnere mich aber tatsächlich noch an die Zeiten, wo Frauenfußball für uns ein ganz modernes Wort war, weil es hieß vorher Damenfußball. Und vor 25 Jahren oder so haben wir uns dafür eingesetzt, dass wir nicht mehr die erste Damen sind und kein Damenfußball spielen, sondern Frauenfußball. Ist lange her, ist eine andere Zeit.
Aber mittlerweile denke ich, wie ihr, das Wort Frauenfußball geht halt nicht, weil Aber es da gibt hieß diese es ja, Sportart nicht. Entschuldigung, da hieß es auch nicht Damenfußball, sondern da hieß es Fußball und dann war es die ersten Damen, weil es ja auch die ersten Herren waren. Und ich persönlich war auch dagegen, dass das geändert wird. Weil solange das die ersten Herren, die zweiten Herren und die dritten Herren und die vierten Herren sind, wollte ich auch die ersten Damen, die zweiten Damen, die dritten ja. Damen und die vierten Damen sein. Also entweder alle oder keiner. Deswegen fand ich das auch gar nicht progressiv, dass aus den ersten Damen jetzt die ersten Frauen wurde, aus den ersten Herren aber nicht die ersten Männer. Aber das ist natürlich auch immer so Symbolpolitik und darüber kommt es ja auch nicht hinaus. Aber das habe ich damals schon nicht verstanden, was daran jetzt der emanzipatorische Kick sein soll, dass die ersten Herren erste Herren heißen und die ersten Damen jetzt erste Frauen heißen. Und sich trotzdem hinten anstellen müssen. Und der Schiri kommt gar nicht oder total besoffen oder was weiß ich denn. Man darf nicht faulen, weil man ist ja eine Frau und kriegt gleich rot. Hat mich immer total aufgeregt. Habe ich immer rot gekriegt. Frauen machen sowas nicht. Weil du gefoult hast, das so. Ja, Okay. ich bin ja Verteidigerin. Ich Sehr muss schön. das machen. Du, Inga, ist das auch für dich aktuell ein großes Thema, der Titel? Eigentlich gar nicht tatsächlich. Also das ist zum ersten Mal jetzt so richtig aufgekommen durch diesen Talk und den Titel, den wir hier eben gewählt haben. Ich glaube, für ganz viele ist das so eine Selbstverständlichkeit, Frauenfußball, ja, weil man damit auch aufgewachsen ist. Ne? Es ist nicht so, dass sich da irgendwas mal entwickelt hat und dann gab es tatsächlich nur Männer, die Fußball gespielt haben und irgendwann kamen die Frauen dazu und dann war es halt Frauenfußball, sondern viele aus, die in meinem Alter sind oder wahrscheinlich auch deutlich jünger, für die ist halt Frauenfußball so ein völlig normaler Begriff. Und das ist auch gar kein, ich glaube noch nicht mal, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, also in negativer oder positiver Weise, vielleicht sogar positiv belegt, ich weiß es gar nicht. Aber ich verstehe die Argumentation auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass halt der Männerfußball einfach so übermächtig ist. Nicht nur bei uns, sondern ja weltweit. Das ist einfach der Sport, zumindest in ganz vielen Ländern, der an Nummer 1 steht. Und dann ist halt einfach, ja, Frauenfußball ist halt, ja, klar, das sind Frauen, die Fußball spielen, aber es ist nicht der Fußball, der halt so super populär ist. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir wirklich irgendwann mal dahin kommen, dass eben auch Frauenfußball, und ich muss jetzt diesen Begriff benutzen, es sei mir verziehen, genauso populär ist, dass wir dann tatsächlich nicht mehr über Frauenfußball oder Männerfußball sprechen, sondern nur noch über Fußball, weil es dann halt einfach egal ist, wer diesen Sport ausübt. Aber solange das gefühlt ja wirklich immer noch eine Randsportart ist, weil wir eben gar nicht die Aufmerksamkeit haben, sind wir eben Frauenfußball und die anderen spielen Fußball. Es gab ja dann in den 70er Jahren beim FC St. Pauli oder 1970 wurde die erste Frauenmannschaft gegründet. Quatsch, natürlich nicht Mannschaft, sondern das Frauenteam, ganz wichtig. Das allerdings nur circa 2 Jahre existiert hatte. Es hieß so ein bisschen aus dem Verein, es wäre mangels Nachwuchsspielern aufgelöst worden. Ja, da ist man sich nicht so ganz einig. Dann ging es ja weiter mit der Gründung eben der Abteilung Fußball Damen. Da warst du ja explizit dran beteiligt, Barbara Hager, glaube ich auch. Wie war das damals? Habt ihr euch da mit den Damen aus den 70ern irgendwie kurz geschlossen? Wie seid ihr dazu gekommen? Was waren so eure Ideen, das als Abteilung zu gründen? Und genau, auf was für Widerstände seid ihr da gestoßen oder wurdet ihr mit offenen Armen empfangen jetzt vom FC St. Pauli? Also ich glaube, ich erinnere mich gar nicht daran, dass wir wussten, dass es in den 70er Jahren schon ein Frauenteam gab. Also mir war das irgendwie nicht bekannt, wäre mir auch, glaube ich, ziemlich egal gewesen. Wir, wie Hager eben schon sagte, standen halt in der Gegengrade, wollten bei St. Pauli mitmischen, wollten auch Fußball spielen, wollten über unsere aktive Sportart beim St. Pauli mitmischen und haben uns versucht, irgendwie da reinzuzecken. Was natürlich auf die klassischen Widerstände von Anfang an, so wir haben ja nicht genügend Toiletten und auch nicht keine Umkleidekabinen. Ich meine, im alten Clubheim waren unten Umkleidekabinen mit angeschlossenen Duschen und Toiletten. Ob die jetzt von Männern oder von Frauen benutzt werden, war irgendwie eigentlich völlig egal. Es war so ein vorgeschobenes Argument.
dass es nicht genug Plätze gibt. Das war damals auch nicht so extrem. Es gab eigentlich genug Platzzeiten. Man wollte uns aber einfach keine geben und meinte dann, naja, irgendwie gehört er ja dann zur Jugendabteilung. Wir wurden dieser Jugendabteilung untergeordnet. Dann gibt es halt Nachmittagszeiten und wir so, nein, wir sind erwachsene Frauen, wir arbeiten, wir studieren. Nachmittags sind wir noch in der Uni oder im Büro oder sonst wo, aber wir wollen wie ganz normal natürlich irgendwie eine Fußballzeit haben, eine Abendzeit haben und sind dann auch immer frecher geworden und haben dann irgendwann nach langen Verhandlungen auch gesagt, wir wollen eine eigene Abteilung gründen. Wir wollen nicht irgendwie der Jugendabteilung untergeordnet sein und ständig betteln und quengeln, dass wir mal einen Platz, einen Schrank oder sonst irgendwas bekommen. Und weiß ich noch, wie wir da in diesem Container saßen mit dem damaligen Jugendleiter und dann mit Mühe und Not dann abgesprochen haben, okay, macht eine eigene Abteilung, kein Problem. Aber es hörte damit ja nicht auf. Wir wurden dann eine Abteilung, wir hatten auch eine eigene Kasse, die wir dann irgendwie führen durften. Ich musste damals als Kassenwarte dann immer hinter Christian Hinzpeter herlaufen, um Unterschriften für die Schecks zu bekommen oder für Überweisung oder sowas. Damit dann an die Roten Baumchaussee, damit wir überhaupt diese Finanzen machen konnten. Bin dann auch immer brav zu den Abteilungsleitersitzungen mit den anderen Abteilungsleitern und vor allen Dingen Herren, Mannschaftskapitänen, was da alles so rumsaß. Es war ganz fürchterlich. Also ich wurde komplett ignoriert. Irgendwann hieß es dann so, naja, macht ja gar keinen Spielbetrieb. Also solange ihr keinen Spielbetrieb macht, seid ihr ja auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Dann haben wir irgendwann gesagt, so, okay, wir wollen Spielbetrieb. Wir melden uns jetzt einfach beim Hamburger Fußballverband an, wollen Spielerpässe haben und gehen in Spielbetrieb. Oder bei der nächsten Sitzung dann so, Spielbetrieb. Wir brauchen jetzt irgendwie Spielbetrieb. Wir haben unsere Zeiten. Ein Riesentheater. Ihr könnt doch nicht euch einfach zum Spielbetrieb anmelden. Wie kommt ihr denn dazu? Wir haben doch nicht genug Zeiten am Wochenende. So ging das die ganze Zeit. Und alles, was man sich so mühsam so ein bisschen erarbeitet hatte, wurde dann hinterrücks dann doch wieder weggenommen, indem gerade an dem Tag zufällig dann irgendwie keine Kabine frei sein sollte oder wir unseren ganzen Krempel immer durch die Gegend schleppten, weil wir dann keinen Schrank hatten, bis dann irgendwann wir unten einen Schrank bekommen haben auf etwas rustikale Art und Weise. Aber es war ein einziger Kampf die ersten Jahre. Hattet ihr denn da seitens des Vereins irgendwelche Unterstützer, die sich, also die sozusagen im Präsidium oder was auch immer oder im Aufsichtsrat oder wie, die euch unterstützt haben bei der Gründung oder euch auch ein bisschen den Weg bereitet haben oder musstet ihr das alles alleine? Ja, also Christian Hinzpeter, der fand das gut. Also es fing ja auch nicht an, dass wir in der Gegend gerade standen und irgendwie sind ja auch aus dieser linksalternativen Hafenstraßen-Punk-Ecke und gesagt haben, wir wollen jetzt eine Frauenabteilung gründen und unser Planziel ist, dass irgendwann auch noch mal F-Mädchen da spielen und vielleicht irgendwie mal die ersten Frauen sogar in der Landesliga mitspielen, sondern wir wollten ja einfach Fußball spielen. Und dann haben wir uns immer bei Mr. Kebabs Eltern im kurdischen Hinterzimmer unter den großen Bergbildern getroffen und haben so Schlachtpläne, wie wir hier einen Fuß in die Tür kriegen. Ja, und dann hieß es ja, bei St. Pauli gibt's keine Frauen und ja, ihr könnt ja gar nicht Fußball spielen. Also wir kamen ja auch alle nicht aus anderen also aus anderen Fußballvereinen, sondern wir sind ja Straßenfußballerinnen gewesen und haben in so Mixteams gespielt, im Schanzenpark und FC Hafenstraße und sonst was. Und dann standen wir halt immer in der Gegend gerade und dann haben diese ganzen Burschis, mit denen wir da auch abhingen, haben gesagt, wir treten jetzt alle bei den 4. Herren ein und machen hier so Takeover, schmeißen die Reichskriegsflaggen aus dem Stadion und mischen hier mal im Verein mit und bringen hier mal so eine linke Szene rein. Und wir so, ja, und was machen wir dann? Und dann haben wir gesagt, ja komm, das machen wir auch. Also wir treten jetzt nicht bei den 4. Herren ein, sondern wir machen unsere eigenen. Wir hatten jetzt gar nicht das Planziel, irgendwie die Hälfte des Vereins muss in weibliche Hände, wir gründen eine Abteilung und der einzige Fürsprecher, den wir am Anfang hatten, war wirklich Amado, was der Zeugwart-Kollege von Bubu ist. Und der eben 3 Töchter hat, die sich 0 für Fußball interessieren, oder 2 Töchter, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann fand, ach, wärt ihr doch meine Töchter. Solche Töchter hätte ich gern. Und der hat uns dann einen Schrank gegeben. Dann haben die am Anfang
haben wir dann immer unsere Mitgliedsbeiträge überwiesen. Und dann kam immer so Konto, auf dem Kontoauszug war das mal zurückgebucht. Und darunter stand immer, bei St. Pauli gibt's keine Frauen. Also man hat dann 15 Mark Dauerauftrag eingerichtet und jeden Monat wurde das gut geschrieben aufs Konto. Bei St. Pauli gibt's keine Frauen. Dann haben die uns den Lichtschrankschlüssel nicht gegeben. Dann konnten wir auf unseren ranzigen Grandplätzen ab 17 Uhr nichts mehr sehen im Winter oder im Herbst. Dann sind wir mit dem Bolzenschneider zum Training. Dann haben wir das Schloss aufgeknackt, das Licht an, das war so ein Kasten mit so einem Vorhängeschloss, das Licht angeschaltet. Dann musste man da hochklettern, das Licht angeschaltet, dann hinterher das Licht wieder ausgeschaltet, dieses kaputte Vorhängeschloss wieder rangehängt, weil wir wollten uns ja nicht unterstellen lassen, dass wir ein Vorhängeschloss klauen, und sind mit unserem Bolzenschneider dann wieder nach Hause gegangen. Das haben wir monatelang gemacht, bis dann irgendwie, also durch Sitzfleisch, loses Mundwerk und einfach nicht mehr gehen, bis die gesagt haben, wir werden euch eh nicht los, aber dann müsst ihr auch mal Leistung bringen. Ihr müsst uns zeigen, dass ihr das ernst meint, dass ihr richtigen Fußball spielt. Weißt du, ne? Beim FC Lampedusa kommen auch immer Leute an und sagen, also wir spielen ja richtigen Fußball, weil wir ja auch nicht Spielbetrieb machen. Und dann mussten wir richtigen Fußball spielen. Also da hieß es dann nicht Frauenfußball, da hieß es richtiger Fußball. So mit Punktspielen und Leistung und Gewinnen und so. Aber es ist ja schon spannend, also wenn man nochmal so historisch drauf guckt, ne, dass also unser Geburtstag, der 15. Mai 1910, ja auch erst verursacht wurde dadurch, dass sich ballspielende Männer überlegt haben, also die schon Fußball gespielt haben neben der Turnhalle, sich überlegt haben, okay, wir melden uns jetzt einfach mal in der Liga an. Und erst in diesem Moment, wie wir dann quasi 80 Jahre später auch, überhaupt aktiv werden konnten. Dass es 80 Jahre dauert, das muss man sich mal wirklich nochmal vor den Kopf holen. 80 Jahre dauert es, bis eine Frau dann quasi wieder so eine Liga-Anmeldung wiederholen muss, die man ja eigentlich historisch im Verein schon mal hatte. Also schon krass. Also finde ich so historisch drauf geguckt. Also ganz ehrlich, diese Geschichten, das ist, also man kann euch wirklich nur dankbar sein, dass ihr diese Beharrlichkeit behalten habt und euch nicht entmutigt lassen habt, das voranzuführen und dass ihr diesen Willen habt und dass ihr diese Motivation hattet, das zu machen und weil ihr das einfach wolltet und für richtig gehalten habt und gegen jeden Widerstand irgendwie, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Wie läuft's heute, Inga? Was meinst du so? Also das sind wahrscheinlich so Widerstände, gegen die ihr heute nicht mehr ankämpfen müsst, oder? Nee. Also ich finde das deswegen auch total wichtig, dass man diese Geschichten eben hört, weil man ganz schnell vergisst, wenn man auf den heutigen Ist-Zustand guckt, wie es mal war und wo wir herkommen. So, weil heutzutage ist es tatsächlich so, wir haben mittlerweile 9 Teams, sind in der Regionalliga vertreten, sind dabei, uns da zu etablieren, bauen den Frauenbereich weiter aus, versuchen den Jugendbereich weiter auszubauen, haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Herrenfußballern, die auch uns absolut ernst nehmen, zu 100%, die uns mit einbinden in allen Bereichen. Wir werden von der Geschäftsstelle unterstützt, wir werden vom Präsidium unterstützt. Da ist ganz viel Lob und Anerkennung auch da. Natürlich ein bisschen einhergehend auch mit dem Erfolg der ersten Frauen. Die sind halt einfach auch das Aushängeschild der Abteilung. Insofern sind wir dann vielleicht wieder beim Thema, ihr müsst dann auch erfolgreichen Fußball spielen. Das hilft natürlich schon. Ne? Wo Erfolg ist, sind auch Leute, die sich dafür interessieren. Nichtsdestotrotz, wir leben ja trotzdem weiter diese Werte. Und ich bin total dankbar für das, was eben gerade diese Damen und weitere geschafft haben und geschaffen haben. Und finde das, wie gesagt, halt wichtig, dass wir das nicht vergessen, weil es gerade für Spielerinnen, sowohl Frauen, aber auch gerade Mädchen, die neu in die Abteilung kommen, die kennen die Geschichte nicht. Und sie ist leider auch nicht so gut dokumentiert, dass man das irgendwo nachlesen könnte. Das heißt, ich komme in diese Abteilung, sehe, wie es ist und denke, ja, wieso? Das ist doch ganz normal, das ist doch selbstverständlich, das ist doch überall so. Verstehe ich gar nicht. Was habt ihr denn für ein Problem mit Frauenfußball eigentlich? Und genau deswegen ist es total wichtig, da irgendwie ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und eben auch zu schauen, wo kommen wir eigentlich her und das auch nicht zu vergessen, bei allem Erfolg, den man natürlich auch haben möchte und bei all der Entwicklung, die man natürlich auch mitgehen will. Wir wollen ja auch weiter wachsen. Und aber wir wollen halt, beziehungsweise wir wollen halt nicht eben nur Fußball spielen, sondern wir wollen
schon auch erfolgreich sein, daraus irgendwie ein Konzept entwickeln und uns als Abteilung weiterentwickeln. Was ich auch nochmal so ganz schön finde, in der historischen Entwicklung, wie es überhaupt dazu kam, dass wir jetzt Mädchenteams haben. Ja, wir wurden ja letztes Jahr 30 Jahre alt als Abteilung, also jetzt sozusagen mit dem zweiten Start. Und Ja, als Abteilung. ja, als Abteilung in dem Sinne, genau. Es ist ja quasi unsere Hauptgründungszeit, kann man so sagen. Also die 70er-Geschichte ist so eine Art Prolog. Was auch wichtig ist, wir arbeiten das ja auch gerade historisch auf und das wird auch hoffentlich hier in dem Museum dann seinen Platz finden. Dass der Fanladen, der ja mit uns gleichzeitig 30 Jahre alt wurde, dem Fanladen eigentlich zu verdanken ist, dass wir überhaupt Mädchen haben. Weil die ersten Mädchen, damals die B-Mädchen, kamen über den Fanladen und waren auch wieder aus der Fanszene, auch wieder vom Straßenfußball. Und so hat sich das dann so ein bisschen weiterentwickelt. Und selbst wenn man uns heute zuklappen würde, was dieser Verein nicht tun wird, weil dafür haben die uns jetzt auch schon wirklich zu lieb gewonnen und wir die auch, hätten wir trotzdem so viele Mädchen und Frauen gesehen in den letzten 30 Jahren, die alle ihre kleine Geschichte zu erzählen haben. Und ich glaube, das prägt. Und das ist immer wieder schön, egal was für ein Team von uns man sieht, egal ob es ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel ist, wie die auch woanders aufgenommen werden. Also uns dass wir so ein bisschen anders sind, auch leben. Und so ein bisschen was, auch wenn nicht alles angekommen ist bei den ganz Kleinen, ist trotzdem da. Ne? Und wenn sie voller Stolz den Totenkopf tragen und wissen, ich weiß, warum ich hier stehe oder spiele. Genau, weil du jetzt auch sagst, weil wir so ein bisschen anders sind. Wie macht sich das denn jetzt dann noch bemerkbar? Ja, es macht sich vor allen Dingen bemerkbar in der Sprache. Das war eine wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Und wir haben diese Diskussion auch immer noch mit Gegnerinnen, selbstverständlich bis in die heutigen Tage, außer man kann da auch wirklich Altona 93, Sternschanze, so unsere Lieblinge in der Stadt, nenne ich die jetzt mal, da gibt es auch inzwischen eine andere Sprache. Ja, auch bei Sternschanze wird kein Torwart bei dem Frauenteam im Kasten stehen, sondern da ist es auch die Keeperin oder da redet man auch nicht mehr irgendwie von Hintermann. Oder da wird auch nicht mehr Frauenmannschaft gesagt, ne? Weil, also ich meine, also alleine diese Zusammensetzung von Frauenmannschaft ist ja schon so völlig absurd. Dass wir das natürlich leben, genauso wie diverse Geschichten im wahrsten Sinne des Wortes, dass egal ist, wen wir lieben. Und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein St. Pauli-typisches Phänomen, weil das war auch im Nationalteam so, ja. Dass es egal ist, wen du liebst. Also da sind wir ja viel weiter als ich nenne das jetzt auch bewusst Männerfußball, wo es ja immer noch kein einziges Outing gibt. So. Und natürlich haben wir ein Wertesystem, was wir vermitteln täglich, was ja aus meiner Sicht jeden Tag auch mit Inhalt gefüllt werden muss. Also und das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Ich kann sagen, ich bin Antirassistin, aber wenn ich mich mit 3 schwarzen Spielerinnen unterhalte, finden die vielleicht, dass wir auch noch viel falsch machen. So. Und da eben offen zu sein und tolerant und sich das alles anzuhören, das ist die große Herausforderung. Und das eben auch neuen Mitspielerinnen mit auf den Weg zu geben, dass sie an sich arbeiten, dass es ein Prozess ist. Aber wenn ich noch mal kurz auf den Fanladen zurückkommen darf, als wir angefangen haben, da ein Team zu kreieren und eben aktiv Fußball spielen zu wollen und das dann auch gemacht haben, gab es im Fanladen 3 Frauen und 2 davon haben bei uns mitgespielt. Also 2 davon waren auch dabei. Die eine auch eher aus gesundheitlichen Gründen. Sonst hätten alle 3 mitgemacht. Super. Und bei der Sache jetzt, diese ganze Entwicklung, habt ihr denn heute noch diese Schwierigkeiten, die es damals gab, seitens des Vereins? Da sagtest du ja schon, nein, ihr werdet im Grunde genommen von allen Seiten positiv aufgenommen und das ist eine normale Geschichte mittlerweile, würdest du auch sagen. Total, ja. Also wenn wir morgen sagen würden, weiß ich nicht, wir gliedern die ersten Frauen aus, weil wir finden, die sollten erste Bundesliga spielen, glaube ich, wäre der Verein sofort da und würde sagen, jo, alles klar, kein Problem, weil da einfach auch tatsächlich es ist so ein bisschen da so, wo sollen denn Frauen eine Heimat finden, die Fußball spielen wollen, wenn nicht beim FC St. Pauli? Also wir sind ja dafür prädestiniert eigentlich. So, und auf der anderen Seite ist es auch total schön, dass man uns machen lässt, ne? Und dass man nicht so ein bisschen auf diesen
Zuge auch aufspringt und sagt, ja, aber alle gründen jetzt irgendwie ein Frauenteam, weiß nicht, Bayern München vor ein paar Jahren, jetzt Dortmund gründet jetzt ein Frauenteam, die wollen in 10 Jahren in die Bundesliga aufsteigen. Klar, das kann man machen. Das sind dann alles so schöne Hybride. Da muss man aber auch dahinter noch ganz viel bauen und man lässt uns halt einfach ganz gut in Ruhe und sagt einfach, okay, ihr gebt das Tempo vor, weil ja auch diese ganze Konstellation noch gar nicht so alt ist. Ich meine, wir sind 2008, 2009 gab es dieses Auseinanderdividieren von diesem damaligen Frauenteam in erste und zweite Frauen, und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und ab da ging total die Post ab mit den ersten Frauen. Es hat ja auch gar keiner gedacht, dass wir innerhalb von 10 Jahren in die Regionalliga aufsteigen und da irgendwie echt so einen kleinen Hype irgendwie auch in der Abteilung oder vielleicht auch im Verein, in der Fanszene, die uns ja teilweise auch sehr stark unterstützt, da irgendwie generieren. Und da könnte man natürlich noch viel mehr draus machen, mit Sicherheit. Aber es wäre dann super, super künstlich. Es wäre nicht mehr authentisch. Und man will, glaube ich, ganz viel von dem auch kaputt machen, was wir eigentlich geschaffen haben, ja in den letzten Jahren auch. Und das ist halt auch schön, dass man eben sagt, okay, ihr gebt das Tempo vor, wenn ihr Hilfe braucht, sind wir da. Und ansonsten macht ihr euer Ding. Wobei ich von anderen Vereinen aber auch weiß, dass es nach wie vor zum Beispiel Probleme gibt, wer auf den Heiligen Rasen darf. Also auch in Vereinen, die eine erste Frauen haben, die höherklassiger spielt als die Männer, im Rasenplatz immer Das stimmt, ja. für die Männer vorgesehen. Und die Frauen müssen wirklich irgendwie sich anstrengen und gute Argumente finden und ackern, dass sie dann auch auf dem Rasen spielen dürfen. Und wenn die Männer dann danach spielen, dann wird das Frauenspiel dann halt auch gestrichen, weil es muss ja das wichtige Männerspiel anschließend stattfinden können. Das kenne ich noch irgendwie also höre ich immer wieder aus vielen Geschichten. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, einfach mit dem Geld. Was wäre, wenn ihr in die erste Bundesliga aufsteigen wolltet? Wer bezahlt das? Ich hatte jetzt gestern im Sportclub ganz interessant eine junge Frau aus Meppen, die wurde da interviewt. Die war total begeistert, dass ihr Verein sich so toll darum kümmert, dass sie eine Ausbildung machen kann und arbeitet, weil sie muss ja neben einer Ausbildung machen und arbeiten. Ich meine, das ist schön, dass sich der Verein darum kümmert. Aber sie sagte auch selber, dass natürlich die Diskrepanz zu den Spielerinnen von Wolfsburg, die voll bezahlt werden und das vollberuflich machen, riesig war. Und ich finde irgendwie, da darf man nicht dankbar sein, dass der Verein einem eine Ausbildung ermöglicht, sondern kann erwarten, dass der Verein eine Ausbildung ermöglicht und natürlich auch ein Gehalt zahlt, dass man in dieser gleichen Liga auch gleichwertige Voraussetzungen hat. Und ich finde, da ist einfach noch ganz viel Luft nach oben. Wir hatten uns also wir wollten ja eigentlich nicht mal Spielbetrieb anmelden, weil das fanden wir schon total fremdbestimmt und so aussortierend und diskriminierend und so Verwertungslogik. Weißt du, wir fanden so, wir sind doch so eine Kumpelinenklumpblase und wir machen das doch, weil wir Spaß haben wollen. Und die eine ist irgendwie unbegabt, aber besonders brutal und die andere ist begabt, aber zu zaghaft und die andere verschläft morgens immer und ist noch angetrunken und irgendwelche anderen, die können das gar nicht, aber die haben wir ja total lieb und mit denen wollen wir ja uns 2-mal die Woche treffen und Sport treiben und so. Und dann, es geht ja immer um so eine Verwertungslogik und immer um so ein Leistungsprinzip. Du musst irgendwie Leistung bringen und dann kriegst du da auch so Krumen zugeworfen. Vielleicht kriegst du dann einen Lichtschrankschlüssel und musst nicht mehr den Seitenschneider mitbringen. Und dann haben wir immer gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollten auch keine Trainerin. Also Trainer schon gar nicht, ne? Da kann ja Barbara noch mal was zu sagen. Also da sind Sachen, da hat man ja dann auch Sachen beobachtet bei anderen Teams, als man sich dann diesen Verwertungsprozess da unterworfen hat, wo man dachte, nee, also das machen wir auf gar keinen Fall. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, aber da wird dann da immer so diskutiert, halt die Klappe, wir sind noch nicht fertig mit diskutieren, wer jetzt hier und so. Wir wussten teilweise nicht mal richtig, was ist ein Anstoß, wir kamen halt aus den Parks, so, ne? Aber dann kommt man immer an diesen Punkt, dass man dann sagt, ja, jetzt muss man das trennen. Also muss man das teilen sozusagen, ne? Weil natürlich auch die leistungsorientiert Fußball spielen wollen, haben ja auch ihre Berechtigung. Ne? Aber dann sagst du natürlich, die kleinen Jungs müssen zu Sternschanze. Ich meine, da geht die Welt jetzt auch nicht von unter. Das ist nicht so schlimm. Also insofern ist das hier mal so, dass die Mädchen bessere Karten haben als die Jungs. Die Jungs können gleich bei Sternschanze fragen oder zu Teutonia gehen. Die Mädchen haben wenigstens noch eine Chance hier, ne? Obwohl sie im Nachbarhaus wohnen. Also die Jungs. Dass es dann aber Jugendleistungszentrum heißt und nicht Jungenleistungszentrum, das regt mich zum Beispiel total auf.
Wenn da kein einziges Mädchen ist, dann heißt das gefälligst Das heißt Jungenleistungszentrum. ja Nachwuchs bei uns. Vorher hieß das Das Jugendleistungszentrum. ist Nachwuchsleistungszentrum. Aber Und Ja, aber der Nachwuchs von was denn? Der Beides. Nachwuchs, Nur ein der, männlicher der männliche Nachwuchs. Ja. Da muss es männlicher Nachwuchsleistungszentrum heißen. Oder Nachwuchsleistungszentrum für Männlich. 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 Jungs. Ja, für Jungs, genau. Also diese Selbstverständlichkeit, man hat ja ein Nachwuchszentrum, wo aber natürlich selbstverständlich nur Jungs sind, das finde ich begrifflichkeitsmäßig schon schwierig. Ja, zumal ja man mittlerweile auch dazu übergegangen ist, tatsächlich Mädchen auch in den jungen, darf ich jetzt Mannschaften eigentlich sagen? Sind es jungen Mannschaften, aber Kannst du einfach Mädchenteams? Team, zusagen, sag dann bist du einfach auf der Team. sicheren Seite, dann hast du divers Also gleich alle einsortiert. in den jungen Teams mittlerweile auch mitspielen, weil sie eben so wahnsinnig gut sind. Also teilweise ja bis hoch in die, keine Ahnung, U17, U18, U19. Also warum nimmt man nicht auch Mädchen im Nachwuchsleistungszentrum auf, das eigentlich für Jungs ist, aber eigentlich können beide nur davon profitieren. Also vielleicht müsste man darüber einfach mal nachdenken. Könnte man auch drüber nachdenken. Wir Ja. haben ja die Kinder sowieso gemischt trainiert, bis sie 13 waren, glaube ich. Mindestens, ja. Also früher, als ich Also bei angefangen habe als Altona oder Trainerin, war das wirklich Sternschanze. tatsächlich anders da. Bei Altona hatte zum Beispiel noch gar keine Frauenabteilung oder Mädchenabteilung und wir hatten immer Mädchen, die mitgespielt haben. Ich fand es immer schon schwierig, dass es da eine Sportart gibt, wo irgendwie Kinder mit 5 Jahren nach dem Geschlecht getrennt plötzlich Sport treiben sollen. Ich habe auf einer Seite verstanden, dass Mädchen, die sich natürlich gerade in dieser Männerwelt viel mehr beweisen mussten und viel besser sein mussten, einfach sagen, wir machen das unter uns, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Aber es gab dann irgendwann eine Zeit, wo wirklich schon sehr viele Mädchen Fußball spielen wollten. Und in dem Jahrgang 2003, den ich gemacht habe, wenn wir dann wirklich alle zusammen hätten trainieren lassen, dann hätten wir, würde ich mal sagen, 30 Jungs und 20 Mädchen gehabt. Dann wäre das auch eine ganz andere Mischung gewesen. Und es hätte, glaube ich, auch gut funktioniert. Aber der Zug war irgendwann abgefahren. Es gab diese Frauenteams, die Mädchenmannschaften, was ja auch gut ist. Aber für mich persönlich ist es teilweise mir wirklich zu früh, dass die Kinder wirklich zu früh irgendwie getrennt werden. Und was du eben noch sagtest mit den Trainern, es gab tatsächlich die ganze Zeit immer die Diskussion, ihr braucht einen Trainer. Also auch nicht, ihr braucht ein trainierendes Element, sondern ihr braucht einen Trainer. Eine Trainerin gab es da ja wahrscheinlich gar nicht. Doch, gab es ganz, ganz wenig. Das Problem war damals, es gab natürlich noch nicht so viele Frauenteams, sodass wir sehr viel ins Umland gefahren sind, so Rantzau, teilweise bis die damals noch existierende irgendwie Zonengrenze. Das war echt noch ein ganz anderer Schnack als jetzt Grün-Weiß-Eimsbüttel oder HSV oder die Hamburger Teams. Und wenn du dann dahin gefahren bist und dir angeguckt hast, wie die Trainer teilweise mit den jungen Frauen geredet haben, also teilweise bist du wirklich stehen geblieben, der Ball ist weggekollert und du hast nur fassungslos den Trainer angeguckt, was der gerade von sich gegeben hat, irgendwie den Frauen, wie er meinte, junge Frauen motivieren zu wollen. Also das war wirklich absolut unterirdisch. Und es waren nicht nur die Trainer, es war im Endeffekt alles, was wir an Männern in dieser Welt begegnet sind. Schiedsrichter, also Sprüche. Meisten kamen doch gar nicht. Also entweder kamen sie gar nicht, dann hatten sie teilweise auch schon eine ordentliche Fahne, dann kamen sie aber auch oder sagten so, naja, als ich gelesen habe, Frauenfußball, nein, Damenfußball, als ich gelesen habe, Damenfußball, wollte ich erst gar nicht aufstehen, für sowas stehe ich eigentlich gar nicht auf, aber naja, gut, jetzt bin ich hier. Oder auch, da wurde abgepfiffen und ich wurde plötzlich an der Schulter gefasst und so, Mädchen, das kannst du aber doch besser, guck mal, da musst du mal so und so. Also als ob heute irgendwo ein Schiedsrichter einem Mann oder einem Jungen abpfeifen, also vielleicht noch beim falschen Einwurf, aber da wird doch nicht abgepfiffen, Mädchen, das kannst du aber besser. Also wirklich schon wäre sehr ich mir ehrlich übergriffig. gesagt nicht so sicher. Also Ja gut, aber Barbara war ja nicht 13, sondern sie war ja schon 23. Wir waren halt irgendwie junge Frauen. ja, aber das gibt's halt immer noch. Also nicht so krass, aber ganz ehrlich. Also in den wir hatten letzten- das ist noch gar nicht so lange her. Also damals gab es noch, das ist so 3, 4 Jahre her, diese Ü30-Staffel noch in Hamburg. Und wir hatten ein Derby. Unser Derby ist ja immer dann bei Sternschanze, ne? Und wir sind dann da hingefahren und haben unsere Freundinnen begrüßt und das ist immer total herzig. Wir haben dann danach auch immer Spaß, alles toll. So. Und hatten auch so einen Schiedsrichter, der meinte, uns am Heiligen Sonntag erklären zu müssen, wie Fußball geht. Also ich habe außen gespielt, wir haben Einwurf, ich nehme den Ball, steht er neben mir und will mir erklären, wie man Einwürfe macht. Sie wissen also schon, Sie dürfen dann nicht über die Linie treten, ne? Und die Arme, ich mache Ihnen das mal kurz vor, wirklich so. Und dann meine ich, Schätzelein, ich spiele jetzt auch schon ein bisschen über 20 Jahre Fußball. Ich
kannst du mal bitte zur Seite gehen, weil dann könnte ich mal einen Einwurf jetzt machen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, hast du gerade gepfiffen. So. Und ich war nicht die Einzige, die das so empfunden hat. Also man denkt ja immer noch so, habe ich das jetzt auch so typisch Frau, habe ich das jetzt so, ist das jetzt so meine Empfindung? Und mein Team, wir sind völlig genervt in die Halbzeit gegangen. Und dann klopfte eine von Sternschanze und meinte, ey, wir sind so genervt. Und wir so, ja, wir auch. Und dann haben beide Teams entschieden, wir gehen zurück auf den Platz und sagen dem Schiedsrichter, dass er jetzt bitte gehen kann. Für uns das Spiel mit ihm beendet sei und wir das jetzt alleine fortsetzen. So, als Freundschaftsspiel. So. Und dann meinte er, es endete vorm Sportgericht. Tatsächlich. Genau, weil er kam dann zurück und meinte, er muss jetzt aber anpfeifen, weil das ist die Regel und er muss jetzt anpfeifen und wir haben gesagt, Sie können gerne anpfeifen, aber wir spielen nicht. Und das war total cool, dass wir beide Teams das so entschieden haben und das hat beide Vereine ein bisschen Geld gekostet, aber es war uns den Spaß einfach wirklich wert. Das, also ich meine, Entschuldigung, man muss sich ja nicht mit irgendwie 27 plus am Heiligen Sonntag von irgendeinem alten Opa erklären lassen, wie ein Einwurf geht. Also, nee. Ja, das ging unentwegt. Also. Auch gerade bei euch findet das schon auch noch statt oder kann stattfinden? So. Ja, also ich würde das nicht ausschließen. Also ich hatte das auch, keine Ahnung, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, wir hatten auch mal einen Schiedsrichter, der nach 40 Minuten abgepfiffen hat und dann mal auf die Uhr geguckt und gesagt, hä? Aber, und dann haben wir spielen aber 45 Minuten, ja. Und dann haben wir nochmal 5 Minuten weitergespielt, ne? Also, und auch Schiedsrichter natürlich, die nicht kommen. Ja, okay, das kann überall passieren, glaube ich. Das ist tatsächlich egal. Was tatsächlich wir auch hatten und was auch immer noch so ist. Und da weiß ich nicht, ob das dann auch wieder frauenbezogen ist. Also selbst wenn ich Oberliga spiele, was die höchste Spielklasse in Hamburg ist, was nicht so schlecht ist, da stehen Schiedsrichter auf dem Platz, da frage ich mich, also das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit, qualitativ. Ich glaube nicht, dass bei den Männern in der Oberliga so eine Qualität auf den Platz geschickt wird. Glaube ich nicht. So, und das ist natürlich, also da wird, glaube ich, auch noch ein Unterschied gemacht. So, oh ja, Frauen, da schicken wir mal die hin. Und bei den Männern, weil da kann man sich natürlich auch profilieren. Das sind dann die Spiele, mit denen man, wo man dann vielleicht unter Beobachtung steht. Da kann man dann irgendwie Karriere machen. Ja, das ist bei den Frauen eher so. Ab höheren Ligen dann ja, aber alles, was da unter ist, also was da schon an Schiedsrichtern war, das spiele ich tatsächlich lieber ohne. Weil das ist teilweise echt schlimm und ich würde auch nicht ausschließen, dass da mal einer dabei sein könnte, der mir dann erklärt, wie ich Fußball zu spielen habe. Also das kommt immer noch vor, definitiv, ja. Wobei man halt auch mal aufpassen muss, dass man nicht auf den rumhackt, weil die haben es eh schwer genug. Ich möchte auch mit denen nicht tauschen. Also nee. Die Frage ist eher, wie kriegen wir auch aus unserem Verein Mädchen und Frauen mobilisiert, dass sie eine Schiedsrichterinnen-Ausbildung machen. Weil das ist die Zukunft. Ja. Und ich glaube, wir hätten auch, was die Bundesliga zum Beispiel angeht, weniger Rassismus in den Stadien, wenn wir vielleicht auch mal Schiedsrichter am Wochenende mit einer anderen Hautfarbe auf dem Platz hätten. Ja, wenn also der wirklich der wichtigste Mensch des Spiels ist, mit der Pfeife und seinen Kollegen, auch einfach mal genau, und männlich. Also da würde ich mal sagen, das nehmen wir jetzt hier gleich mal direkt als Aufruf, weil Schiedsrichter werden dringend, händeringend gesucht, auch Schiedsrichter, Mädchen, Schiedsrichterinnen. Genau, also beim FC St. Pauli gibt es da eine Abteilung, also die freut sich jederzeit über Zuwachs. Ich glaube, jede Schiedsrichterabteilung, auch bei euren Vereinen um die Ecke, die suchen auch händeringend Nachwuchs und das macht Spaß. Also man wird da auch betreut und das ist, glaube ich, auch echt eine coole Sache, die einem auch viel, viel Freude bereiten kann. Das ist nämlich auch so diese Ehrenamtsgeschichten und gerade sowas, das bringt, glaube ich, auch richtig was. Aber starke Nerven. Du brauchst starke Nerven, aber ich finde, das trainiert fürs gesamte Leben. Also das ist wirklich, denn auch was du da auf dem Platz stehen hast, ist ja ein Querschnitt von allem und das, ne, und du bist einfach auch ein Vorbild und das ist auch mal ganz toll, sich da mal gerade zu machen. Ne? Und es gibt auch welche, die jetzt da schon in der Ausbildung sind und richtig gut sind. Also die, ne? Definitiv, ja. Gerade bei Altona 93 gibt es schon echt. Ja, genau. Sehr viele
gehabt. Ja, von 2 oder 3 Frauen haben sie jetzt, glaube ich, also junge auch, ne? Ja. Mhm. In der Regionalliga ist es ja auch eine Regionalliga der Frauen, pfeifen nur Frauen. Und da sind wirklich einige dabei, die sind richtig, richtig gut. Ich glaube, eine ist jetzt sogar für die, ist FIFA-Schiedsrichterin geworden, glaube ich. Und das ist eine super Auszeichnung und super Wertschätzung der Arbeit. Und ich habe höchsten Respekt vor jedem, der diese Ausbildung durchläuft. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich möchte auch nicht mit diesen alten weißen Männern tauschen, die da auf dem Platz stehen. Trotzdem finde ich sie teilweise echt blöd. Ja, klar. Ja, das ist also wirklich definitiv ein großes Thema. Ich kann nur sagen, mein Sohn, der ist auch Schiri und hat die Ausbildung gemacht. Und also ich bewundere den, dass der da bei Wind und Wetter ich glaube, er kriegt seine Fahrkarte und vielleicht nochmal 3 Euro oder 6 Euro und steht dann da sonntags morgens um 8 irgendwo in Hasse nicht gesehen, muss also noch eine Stunde da anfahren. Ich kann nur sagen, ich finde das ganz toll und kann nur jeden aufrufen. Also er sagt aber auch, er würde es immer wieder machen und er bleibt es und er macht es und es macht ihm Freude. Ja. Und das ist also wirklich eine Sache, da kann man nur hoffen, dass ganz, ganz viele sich dem noch anschließen. Und auch Mädchen, wie gesagt, ganz wichtig. Wir hatten vorhin das Thema auch mit der Bezahlung, auch dass die halt nebenher eine Ausbildung machen müssen und das, wie du sagtest, ist die junge Frau aus Meppen, die dann gesagt hat, der Verein hilft ihr. Ich habe witzigerweise letzte Woche oder vorletzte Woche so einen Bericht gehört, da ging es um Schach. Ist ja eigentlich auch geschlechterübergreifend. Es gibt ja keinen Grund zu sagen, es gibt eine Frauen- oder eine Männerschach-Geschichte, weil körperlich, das ist ja Männerschach. Männersport. Genau, es ist ein Männersport. Unter den 100 besten Schachspielern, also in der Weltrangliste, ist eine Frau. Und insgesamt spielen von allen organisiert spielenden Schachspielern sind 10% Frauen. Dann wurde sie auch gefragt, warum denn nur eine Frau unter den 100 Weltbesten ist. Und dann sagte sie, es gibt eine U16-Weltmeisterin, eine U16-Europameisterin, aber die finden keine Sponsoren, die Frauen. Das heißt, die Männer, da ist gar kein Problem. Der da halt nach der U16-Weltmeisterin kommt, der hat einen super Sponsor gefunden, einen starken Sponsor, aber bei den Frauen ist das nicht möglich. Also das fand ich also wirklich entsetzlich. Und das spiegelt sich da halt auch wieder, glaube ich, ne, dass du einfach immer noch ein zweites oder drittes Standbein brauchst. Ja, als Frau, die wirklich professionell Fußball spielen will, die muss sich selber finanzieren. Ja. Definitiv. Also arbeiten nebenbei. Einer der Gründe vielleicht auch, warum wir in dem Bereich einfach noch nicht so weit sind, weil diese Professionalisierung noch gar nicht so weit vorangeschritten ist. Letztendlich müssten eigentlich tatsächlich Vereine wirklich investieren, sagen, ich bin bereit, da wirklich Geld reinzubuttern, da entsprechend eine Abteilung aufzubauen oder eine Sparte oder wie auch immer und die wirklich voranzubringen. So, weil klar, da spielt dann Wolfsburg, das sind alles Profifußballerinnen, die verdienen ganz gut Geld. Und dann kommt dann jemand aus Meppen, die arbeitet halbtags, dann geht sie abends noch zum Training, das 6-mal die Woche. Ja, dass die vielleicht leistungstechnisch nicht ganz so weit vorne ist und wahrscheinlich auch gar nicht die Betreuung hat. Ne? Also ich möchte gar nicht wissen, was Wolfsburg dann auch noch an MitarbeiterInnen hat, die dann da irgendwie unterstützen und so weiter. Und dass wir dann immer noch Ergebnisse haben, die dann, weiß ich nicht, 12:0 sind oder 9:0 oder so, das ist kein Wunder. Und ich glaube, solange das so ist, kommen wir auch nicht voran. So, also zum Thema Gleichberechtigung und wie können wir da irgendwie auch aufholen. Das ist schon unglaublich, finde ich. Also als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, da fängt es doch eigentlich letztlich an. Ne? Ja, es fängt ja eigentlich da unter schon an. Ich meine, bei den Männern bekommen, glaube ich, schon Kreisligaspieler, Bezirksligaspieler Kohle dafür, dass sie irgendwo spielen. Bei den Frauen fängt es halt in der 2. Bundesliga an. So, selbst in der Regionalliga ist das ein reines Hobby. Da ist es auch so, da gibt's auch keine Verträge oder sowas. Da spielt man irgendwo Fußball, ist in einem Verein, in einer Abteilung, spielt da Fußball. Und dann kann das eben auch passieren, dass dann das halbe Team weggeht und sagen, wir gehen woanders hin und dann gibt's diesen Verein nicht mehr. Also, oder dieses Team. Ja, genau. Also wir hatten jetzt vor 3-4 Jahren oder so den Fall, da ist, glaube ich, Bramfeld ist Meister in der Regionalliga Nord der Frauen geworden, hat den Hamburger Pokal gewonnen und das sind die sich nicht einig gewesen und dann hat sich das Team aufgelöst und dann gab's die nicht mehr.
Also das würde bei den Männern niemals passieren auf der Ebene. Und das ist halt krass. Also, dass dann wirklich Spielerin oder der Trainer geht dann weg und dann sagen Spielerinnen, nö, aber ohne den spiele ich nicht mehr. Ja, und dann ist so ein Team auf einmal Geschichte. Und die haben halt vorher wirklich richtig erfolgreich Fußball gespielt. Wie kann das sein? Und so kommen wir halt nicht weiter. Weil immer, wenn sich die erfolgsversprechenden Teams auflösen, dann treten wir halt auf der Stelle. Das ist natürlich, weil das auch gar nicht als Beruf wahrgenommen wird, weil es ja so schlecht ist. Ja, ist ein Hobby, genau. Und man sich natürlich dann alle Frauen sich überlegen, ja, das mache ich, bis ich 20 bin, weil Ja. dann muss ich mal langsam studieren, was will ich Genau. denn eigentlich, oder eine Ausbildung machen, was will ich denn eigentlich mal werden, wovon will ich denn eigentlich mal Richtig. leben? Das war ja alles ein schönes Hobby, aber also wir brauchen jetzt gar nicht über Messi-Gehälter oder Cristiano Ronaldo reden, aber nicht mal irgendwie, keine Ahnung, der ärmste Verein der ersten Bundesliga, da gehen die ja nicht noch nebenbei irgendwo arbeiten. Ne? Und bei anderen Sportarten, wo du jetzt das mit dem Schach sagtest, also das weiß ich jetzt nicht, ob die Schachspieler auch nehmen, aber alles andere an Sport, wo es nicht wirklich Geld mit zu verdienen gibt, das waren ja immer diese Sportsoldaten und Sportsoldatinnen. Mhm. Das kann es ja nun auch nicht sein, Ja. dass man dann in die Armee eintrifft und wenn man eintreten muss, damit man seine Sportart. Ne? Und dann Deswegen sind und wir früher keine sind Triathletinnen nein, geworden. genau, und früher sind die ja, dann mussten die ja noch in Ausgehuniform dann die Medaille entgegennehmen und so. Ich meine, da haben wir ja sowieso alle im Strahl gekotzt und gesagt, also das apropos zur Verwertungslogik, ne? Also dann muss man wenigstens da irgendwie so Military repräsentieren. Also das kann es eben dann auch nicht sein, ne? Aber genau das ist ja dann das Dilemma. Keine Ja, ja. Sponsoren, kein Geld. Ja. Muss ich arbeiten gehen, um mein Hobby, was ich eigentlich gerne beruflich machen würde, vielleicht beruflich, aber eigentlich nur als Hobby zu machen und nebenbei noch ein zweites Standbein, damit ich dann irgendwie noch Geld verdiene. Und das ist halt, und solange das so ist, Aber vielleicht wäre es besser, man macht das bei den Männern auch so. das würde ich eine sehr gute Idee Ist finden. jetzt eigentlich eine gute Zeit, alles wieder zurück auf Null Ja, zu setzen. definitiv. Und Also genau vielleicht- jetzt mal anfangen nachzudenken. Ja. Vielleicht muss man diesen Kapitalismus-Irrsinn, der ja auch nach oben völlig entgrenzt ist, gar nicht auch haben wollen. Vielleicht muss man einfach den da auch rausholen und sagen, nee, ist pures Hobby. Ja, ich befürchte, die Entwicklung geht in die andere Richtung, ne? Dass tatsächlich immer mehr große Vereine Frauenteams gründen, weil da eben die Sponsorengelder sitzen. Ja gut, aber in den USA, das haben sie alles wieder zugeklappt. Genau. Das haben die dann mal 10 Jahre gemacht. Ja, ja. Morg. Und dann war so, Interesse weg. Und dann wurde ja die ganze Liga da praktisch Ich meine, da haben die Frauen ja eingestampft. über Jahrzehnte die Stadien Ja, voll ja, gemacht. definitiv. Und da war ja auch die Kohle da. Ja, ja. Aber es ist auch so der Rollback Ja, am dann- Start. Ja. Aber auch hier, bezogen auf unsere Stadt, ich meine, ich bin echt, also ich habe es gestern 3-mal durchgelesen, weil ich dachte, habe ich mich jetzt verlesen. Also der Hamburger Fußballverband hat ja sozusagen die Saison abgesagt. Ist fertig. Ja. Mit einer vollkommen richtigen Begründung, dass wenn sie jetzt sozusagen wieder weich öffnen würden, wir ein bisschen die Liga sozusagen zu Ende spielen, oder die Ligen, sind ja mehrere, dass es dann passieren könnte, wenn es dann wieder eine weitere Welle gibt und wieder Lockdown, dass wir dann natürlich nicht sauber die neue Saison starten können und dass man sich dann quasi noch eine nächste Saison mit kaputt macht. Diese Begründung finde ich völlig in Ordnung. Da haben wir noch lange nicht drüber geredet, was ist mit Amateurinnenfußball und Profifußball. Aber was mich gestern total, dass die eins dürfen und die anderen nicht, das meinte ich damit. Aber was mich gestern total geschockt hat, war die Tatsache, dass jetzt aber die Pokalspiele stattfinden sollen. Ja. Weil die Werbemaßnahmen schon gebucht und bezahlt werden. Und da habe ich wirklich einen Knoten im Kopf. Und da merkt man mal, wie wenig doch diese ganze Finanzierungsgeschichte mit dem eigentlichen Sport zu tun hat. Weil dann kommen dann untrainierte Teams, schlagen dann da auf zu irgendwelchen Pokalspielen, nur weil irgendwelche Sponsoren schon gebucht sind. Von 0 auf 100 sollen die dann ein Pokalspiel irgendwie absolvieren und da ist dann irgendwie die Ansteckungsgefahr nicht vorhanden. Ach so, ist ja Pokal. Also ich muss das 3-mal lesen, ich habe es nicht verstanden im ersten Anlauf. Ich habe zwar Ja, Abitur und Hochschulabschluss, aber einer der Gründe ist tatsächlich auch, dass man eben sagt, man will den Teilnehmer aus Hamburg für den DFB-Pokal ausspielen, weil über die Pokale ja entschieden wird, wer nimmt aus Hamburg überhaupt am DFB-Pokal erste Runde teil oder bestenfalls ja weitere Runde. Aber ich sehe das auch kritisch, definitiv. Also, und wenn es dann noch um Werbegelder geht oder sonst was, wobei, ganz ehrlich, dann sind wir ja im Profifußball auch in dem Bereich. Die spielen doch nicht Fußball, weil sie Fußball spielen, sondern weil da so viel Kohle dran Ja. hängt.
So, also ich meine, ja, genau. Also insofern ist das ja auch irgendwie alles, führt das Ganze ja noch mehr ad absurdum. Weil es geht immer nur ums Geld. Es geht auch nicht mehr um den Sport, schon lange nicht mehr. Weil sonst würden wir entweder alle Fußball spielen oder niemand. Aber so. Gar nicht in Katar. Das ist es nochmal. Nächstes Mal. Offen, das Ja, richtig. Definitiv. Für alle, die jetzt erst dazugekommen sind, nur noch mal zur Information. Nicht, dass ihr denkt, wir sitzen hier alle so eng und kuschelig zusammen. Wir sind alle aktuell ganz frisch getestet und alle negativ Corona und dürfen hier mal etwas enger zusammen sein, achten aber natürlich auf sämtliche Hygienevorschriften, nur dass ihr Bescheid wisst. Und falls ihr aktuell uns Fragen stellen möchtet, irgendwelche Ideen habt oder so, könnt ihr das gerne über die Kommentarfunktion bei Facebook machen. Oder ihr könnt uns auch E-Mails schreiben. Die werden auch jetzt direkt abgerufen. Selina macht das. Das geht über die Veranstaltungen @1910-museum.de. Wir wollen versuchen, all eure Fragen noch zu beantworten. Wenn ihr noch vorlesen können das natürlich nicht, es sind nur schon einige Fragen da, können das nicht für alle garantieren, aber wir wollen das gerne versuchen. Ja, für mich geht es natürlich jetzt noch insofern ein bisschen, was ist denn so eine Zukunftsaussicht? Was muss sich noch ändern, um es euch leichter zu machen oder den Frauen im Fußball insgesamt leichter zu machen, die Akzeptanz? Wie können wir das weiter steigern? Gibt es irgendwelche Wünsche und Hoffnungen für Frauen und Mädchen, um den Zugang da irgendwie noch ein bisschen leichter zu gestalten? Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Spiele der Frauen einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. So, es ist einfach so, sobald eine WM ist oder eine EM ist, ist Bohai und Ha und überhaupt. Und da sieht man dann ja tatsächlich auch, dass da die ZuschauerInnen da sind. Wobei ich da noch kurz einwerfen möchte, dass mich das total nervt, dass Spiele der Frauen vom DFB immer als Family-Event dargestellt werden, wo ich immer da dürfen dann die Frauen und die Kinder hin und haben auch mal Ausgang und dürfen sich mal angucken, wie man Fußball spielt. Okay, finde ich total beschissen auf gut Deutsch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, nur da, wo Aufmerksamkeit geschaffen wird, werden dann ja auch Menschen zugucken. So, natürlich kann ich mich explizit dafür interessieren, wann spielt Wolfsburg gegen Bayern München, bei den Frauen wohlgemerkt, und kann dann gucken, aber wenn ich irgendwie sehen würde an der Bushaltestelle, vielleicht da hängt ein Plakat oder im Fernsehen gibt es mal einen Werbespot oder so, dann würde ich vielleicht eher einschalten. Und natürlich müssten die Spiele dann auch gezeigt werden. So, ich meine, man sieht es gerade in England, das geht voll durch die Decke. Die sind total professionalisiert, die ganzen Teams. Die werden alle übertragen, die Spiele, bekommen die entsprechende Aufmerksamkeit und Unterstützung, was sich dann übrigens auch wieder positiv auf die Nationalmannschaft auswirkt, was für den DFB ja auch immer wichtig ist, ne? Dass man auch in der Nationalmannschaft gut ist und da gut abschneidet. Ja, aber dann muss man auch während des Jahres, wo keine WM, EM ist oder wo Nationalmannschaftsspiele sind, Nationalteamsspiele sind, muss man dann auch was dafür tun. Und da haben wir so viel Luft nach oben. Und wenn ich dann noch was anmerken darf, ich finde es den völlig falschen Ansatz zu sagen, wir generieren jetzt Aufmerksamkeit, indem wir den Frauen kürzere Hosen anziehen und engere Trikots. Da könnte ich wirklich ausrasten. Das finde ich ganz furchtbar. Warum sollen denn Leute Fußball gucken? Ja, weil sie den Sport gut finden, weil sie das toll finden, was da geleistet wird und wie da Fußball gespielt wird und nicht wie eng das Trikot ist oder wie kurz die Hose ist. Ey, sorry, aber wenn wir dann damit anfangen, frage ich mich, wo wir eigentlich gelandet sind und in welcher Zeit wir uns befinden. Also ich glaube, da muss sich halt auch von DFB-Seite was ändern, die immer noch, glaube ich, sehr in den alten Strukturen gefangen sind. Ich habe heute ein sehr schönes Bild gesehen, wo jemand sagte, beim DFB sollte es mehr Frauen geben. Da stand genau eine Frau unter 20 Männern auf dem Foto. Ich dachte, ja, merkt ihr selber, oder? Ja, und also, wie gesagt, solange, das ist alles so scheinheilig. Ja, jetzt feiern sie sich dafür für 50 Jahre Frauenfußball im DFB. Ja, wer hat's denn ursprünglich mal verboten und wollte nicht das Frauenfußball spielen? Das sind ja alles so Sachen, wo ich so denke, ey, okay, ja, aber ihr habt echt noch viel zu tun. Und solange das nicht besser wird das, glaube ich, echt schwierig. Also, unterschreibe ich komplett. Also, jeder bin total bei dir, bloß ich bin der Ansicht, dass wir mal aufhören sollten zu wünschen. Ich finde, wir fordern einfach was. Wünschen ist echt mal vorbei. Es geht jetzt darum, was zu fordern. Das ist,
bei der Quote genau das Gleiche, da wird auch gefordert. Und beim Frauenfußball, glaube ich, ist auch noch ganz viel Luft nach oben bei den Akteurinnen. Also wenn ich sehe, dass die Kapitäne der deutschen Nationalmannschaft mit einer, wo Spielführer draufsteht, denke ich so, sorry, das kann man nicht anziehen. Und ich glaube auch, dass dann auch Zeit ist, bei den Akteurinnen zu sagen, diese Hosen und diese Trikots ziehen wir nicht an. Und auch die junge Frau von Meppen. Das ist schön, dass sie sich so freut, dass es so familiär bei ihr ist und dass sie unterstützt wird. Aber eigentlich sollte sie ein Gehalt fordern und nicht nur die Unterstützung im Studium, in der Ausbildung oder in ihrem Beruf. Und da muss sich wahrscheinlich insgesamt die Haltung ändern, weil ganz oft ist es so, dass man einfach in die Strukturen ja so ein bisschen gefangen ist und denkt, das ist halt so und das ist auch völlig in Ordnung so. Und erst wenn von außen mal jemand sagt, sag mal, warum forderst du eigentlich nicht auch ein Gehalt wie die in Wolfsburg, sondern freust dich darüber, dass du noch eine Ausbildung bezahlt bekommst, dass man dann vielleicht auch denkt, das stimmt eigentlich. Also von selber kommt man oftmals gar nicht drauf, sondern es braucht dann auch von außen Einflüsse, die einen da so ein bisschen bestärken oder die einem einfach auch andere Perspektiven öffnen. Und ich glaube, deswegen muss das ganze Thema tatsächlich mehr in die Öffentlichkeit und deswegen ist wahrscheinlich das Fordern sogar der bessere Weg, weil wenn wir uns das wünschen, sagen alle, das ist schön, dass ihr euch das wünscht. Wir gucken dann in 10 Jahren nochmal. Also, ja. Ja, ich glaube, das Ganze muss halt zurück an die Basis, so in die Teams. Und genau da muss es starten, weil der DFB ist auch nur so gut die Landesverbände sind. Teilweise ist es ja so, dass der Hamburger Fußballverband den DFB schon so ein bisschen in Anführungszeichen links überholt. Also da passiert schon relativ viel. Ich war jetzt bei so einem Trainerinnenlehrgang, daher weiß ich, da waren auch echt viele Frauen dabei. Wo ich mich echt sehr darüber freue, dass also wirklich auch Frauen, die noch total jung sind, auch eben die Chance haben, irgendwann wirklich vielleicht auch nochmal Bundesliga-Trainerin zu werden. Dass eben sowas nicht passiert wie hier unsere, ich nenne die jetzt mal bewusst Genossin, die erste Frau, die jetzt Bundesliga-Trainerin war, die jetzt auch schon wieder das Handtuch geschmissen hat, so leider. Ne? Da kann man sich dann auch fragen, warum ist das so? Und genau da müssen halt Buchungen hin. Da muss geguckt werden, was ist da passiert und warum gibt es nicht Support ist jetzt das falsche Wort, das braucht die nicht, weil die war gut genug. Aber was sind das für Knüppel, die überall in den Wegen rumliegen? Und wer kann die jetzt mal bitte wegräumen? Ne? Weil dieses Gerede, wir wollen das alles gerne anders haben und keiner packt an, bringt dann halt leider auch nichts mehr, so finde ich. Muss sich halt insgesamt in den Köpfen was ändern. Und zwar Genau. bei jedem Einzelnen. Ne? So, ich finde es total super, dass es beim Hamburger Fußballverband mittlerweile Lehrgänge für Frauen gibt. Aber auch der da. eine wurde abgesagt, weil es zu wenig Ja, war. genau. Und auch da ist es, ich höre immer wieder von Frauen, die halt bei Lehrgängen dann sind, wo nur Männer sind, die sagen auch hinterher, ey, sorry, aber das tue ich mir nicht nochmal an. Also das ist dann irgendwie total chauvinistisch und dann doch wieder die Männer unter sich und ja, alle sagen dann, ja, wir sind total für Feminismus und Emanzipation und keine Ahnung. Ja, aber irgendwie wirklich was selber dafür tun sie dann eben nicht, sondern verfallen wieder in ihre alten Muster. Und da muss halt einfach irgendwie auch was getan werden. Da muss sich einfach, wie gesagt, insgesamt in den Köpfen was ändern. Meine Trainerlehrgänge, war ich auch immer die einzige Frau. Und manchmal war eine beim Basislehrgang dabei, die dann Betreuerin werden wollte. Ja. Mit ihrem Mann zusammen. Auch das gab's ja. Aber da, die wurden eher dann von ihren Männern geschickt, weil die waren ja schon was. Mach doch auch mal ein Mäuschen. In meiner Familie ist es ja so, dass sich außer meiner Schwester und mir niemand für Fußball interessiert. Und unser Großvater. Der ging mit uns zu Westfalia Herne und da haben wir Fußball geguckt. Es war, glaube ich, 5. Liga, 4. Liga, weiß ich nicht mehr genau. Und mit dem durfte man Sportschau gucken. Der trug ein weißes Feinripp-Unterhemd. Der trank Bier. Ich habe aber auch Ballett gemacht. Ich kann auch und Stepptanzen. Und in der Szene, in der ich mich dann verortet habe, freiwillig, fand man das, glaube ich, logischer, dass ich Fußball spielen gehe, als dass ich voltigiere oder Ballett mache. Also insofern war das eher akzeptierter, als wenn ich gesagt hätte, nee, ich will aber weiter voltigieren. Also da ich ja in der ähnlichen Szene wie Hager irgendwie mich aufgehalten habe, war das genauso. Ich komme, wie gesagt, auch aus dem Ruhrpott. Bei uns interessierte sich auch keiner in der Familie für Fußball. Das war eher so eine künstlerisch-intellektuelle Geschichte, wo ich aufgewachsen bin. Fußball fand da gar nicht statt. Also ich war wirklich die Einzige, die das als Kind schon spannend fand und als Kind schon Gladbach-Fan war, aus welchem Grund auch immer. Und als ich dann irgendwann zu Hause angerufen habe, übrigens, ich spiele jetzt Fußball, hat mein Vater gleich so, oh, da musst du aber am Wochenende nach Essen kommen, dann kaufe ich dir Fußballschuhe. Und ist nicht mehr losgegangen und hat mir meine ersten Fußballschuhe gekauft, die ich auch heute noch habe. Der fand das super.
Ja, mich hat tatsächlich mein Fanclub dazu gebracht. So. Weil ich dachte, es ist ja irgendwie scheiße, dass hier Frauen nicht Fußball spielen und so. Und dann hieß es irgendwann, ja, guck mal hier und so, wieso gibt's doch, musst du einfach mal anrufen. Und dann habe ich das dann auch irgendwann gemacht. So. Hast du einfach angerufen? Ja. Und dann bin ich zum Training gekommen und bin dann direkt, also wirklich mit 27 plus 5 damals, direkt von 0 auf Landesliga in diese Fußballwelt eingetreten. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung und mein zweites Fußballspiel war, werde ich nie vergessen, meine Gegenspielerin, wir haben gegen HSV-Pokal glorreich 25-0 verloren und meine Gegenspielerin war ehemalige Bundesligaspielerin. Ich glaube, ich wurde noch nie so sauber vom Ball getrennt. Also es war wirklich eine sehr schöne Trainingseinheit für mich. Aber also dadurch, dass also ich kam eigentlich eher über meinen richtigen Fußball zum Fußball. Also ich fand halt so Vereinsfußball immer prollig, so Bundesliga und so. Damals gab es ja auch hier diese ganze Hooligan-Diskussion, als ich Kind war. Ich fand das immer irgendwie so, nee. Aber ich saß immer vor dieser Glotze, wenn irgendwie EM, WM und so war mit meiner Mama und immer gegen Deutschland und das war voll geil. Also mit Mutti Fußball war immer super. Genau, also mein Umfeld mag Fußball. Ja, ich bin tatsächlich durch meinen Vater zum Fußball gekommen. Der ist selber großer Fußballfan. Ich glaube, sobald ich laufen konnte, hatte ich einen Ball am Fuß. Ich habe angefangen, selber im Verein zu spielen, da war ich, glaube ich, 10 oder so. Und habe dann immer mal wieder was anderes zwischendurch gemacht, bin immer wieder zum Fußball zurück. Und mein ganzes Umfeld, egal wo ich, mit wem ich gesprochen habe, war immer total positiv, Arbeitskollegen, keine Ahnung. Und es ist ein hervorragendes Thema, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Sobald man zu irgendjemandem sagt, hey, ja, Fußball, ja, ich auch, oh ja, voll cool. Und schon zack, hat man ein Gesprächsthema. Ich finde es eher schwierig, wenn ich auf Menschen treffe, die keine Ahnung von Fußball haben, denke ich mal, worüber rede ich jetzt mit denen? Also insofern, ja, definitiv. Und wie gesagt, immer sehr, sehr positive Reaktion. Ich habe nie eine blöde Reaktion. Meistens war es eher immer so, ah ja, wo spielst du denn? Ja, da und da. Ah ja, welche Position, welche Liga? Ah ja, voll krass. Und dann war man schon im Gespräch. Also. Ich höre gerade, wir haben so ein bisschen technische Probleme. Ich hoffe, ihr könnt uns noch verstehen. Ich weiß gar nicht. Mit den Fragen kommen wir natürlich jetzt im Moment auch wahrscheinlich nicht weiter, weil die nicht abrufbar sind. Ich würde sagen, das schreit ganz fürchterlich nach einer Fortsetzung und nach regelmäßigen Talks und auch regelmäßigen Dranbleiben an diesem Thema. Das ist für uns alle ganz wichtig. Ich finde es fantastisch, was ihr damals schon aufgebaut habt, wovon heute partizipiert werden kann. Ja, ich kann mich eigentlich nur ganz doll bei euch bedanken, dass ihr bereit wart, euch hier hinzusetzen und euch dem auch vom Gesicht her zu stellen und so und werdet auch jederzeit sicherlich als Ansprechpartner, wenn jemand mal auf euch zukommt, reagieren können. Ja, die Aufzeichnung von heute, die gibt's in der Facebook-Mediathek. In ein paar Tagen ist es dann auch auf YouTube sehbar, die ganze Geschichte, falls es heute jetzt nicht bis zum Ende bei euch allen angekommen ist. Dann wünschen wir euch weiterhin viel Spaß, das natürlich noch anzugucken. Ja, wir senden ganz liebe Grüße aus dem FC St. Pauli Museum. Dieses wunderbare Museum, auch eine ganz tolle Geschichte, die werden wir auch demnächst mal erzählen, ist sonst auch im gerade erschienenen Fanladenbuch nachzulesen. Aber sobald es irgendwann wieder möglich ist, kommt her, kommt ins Museum. Ihr könnt hier mieten, egal ob für eine Veranstaltung, für eine Party, für was auch immer, könnt ihr euch melden unter auch der E-Mail veranstaltung@1910-museum.de. Ja, schön, dass ihr dabei wart und wir hoffen, wir werden das ganz regelmäßig durchführen können und würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dann sogar vielleicht hier wärt und wir das hier vor Ort und live alle machen könnten. Wir wünschen euch einen tollen Abend noch. Bleibt bitte alle gesund, passt bitte alle auf. Wie gesagt, wir waren alle gesund oder sind alle gesund noch hier in unserer wunderbaren Museumsbubble.
Und machen noch Gruppenfotos. genau, wir machen noch. Oh. Ja, einen schönen Abend euch allen und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.